Und wir blicken weiter zu Frank Thelen. Er ist Unternehmer und Investor. Herr Thelen, ich grüße Sie ganz herzlich. Es ist eine ganze Menge Geld, was hier nach hinten und vorne geschoben werden soll. Jetzt anscheinend noch mehr Geld ins Klima- und Transformationsfonds auf Wunsch der Grünen. Und das alles von dem Mann, der gesagt hatte, man soll sparen und mit dem auskommen, was man hat, Friedrich Merz. Wie blickt denn die Wirtschaft darauf? Wie blicken Sie als Unternehmer auf diese Geldsummen? Ehrlicherweise, die Wirtschaft blickt da geteilt drauf. Es gibt Leute, die finden das Paket sehr gut, die sagen, wir brauchen jetzt Investitionen. Es gibt andere Leute wie mich, die mahnen und sagen, wir können nicht noch mehr Schulden nehmen. Man sieht ja auch, es wird sehr teuer werden, denn die Zinsen steigen. Es ist fast auch die Stabilität, dieses AAA-Rating von Deutschland wird schon diskutiert. Ich glaube, da gibt es keine klare Stimme aus der Wirtschaft. Was mir fehlt ist, hier werden jetzt riesen Geldsummen erstmal aufgerufen und dann wild verteilt und weil die Grünen auf einmal auch noch mitmachen wollen, werden dann noch mehr verteilt. Wir müssen erstmal überhaupt wissen, wie können wir denn effektiver werden? Wie können wir Bürokratie abbauen? Wie können wir denn mal einen Plan machen, wie man eine Ertüchtigung der Abwehr effizient macht? Sind das vielleicht Drohnen? Braucht man neue Fighterjets und so weiter? Also erstmal einen Plan machen, anstatt zu sagen, hey, jetzt gibt's hier riesen viel Geld und im Grunde genommen weiß keiner genau, wie das überhaupt effektiv eingesetzt werden kann. Und ich höre ganz, ganz wenig von Abbau von Subventionen, von Abbau von Staatsgröße. Also ich bin sehr, sehr besorgt und finde die letzten Tage als wirklich verstörend, was da aus der Politik kommt. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Herr Thelen, Sie haben es ja jetzt kurz angerissen, Abbau, Bürokratieabbau etc. Das haben wir auch im Wahlkampf sehr oft gehört, diese Forderung. Was ist es denn aber noch mal im Detail, was die Wirtschaft jetzt braucht und sich eigentlich vielleicht auch gerade von Union laut deren Wahlprogramm erhofft hatte? Naja, ich hatte mir erstmal stabileren Haushalt erhofft und ich hatte mir erhofft, dass man weil wir haben eigentlich kein Einnahmenproblem, sondern wir haben ein Ausgabenproblem und dass damit jetzt gearbeitet wird und gesagt wird, okay, wie können wir Deutschland wieder fit machen durch Bürokratieabbau, durch Sparen an vielen, vielen Stellen, wo wir heute verrückte Summen für verrückte Themen rausgeben, die einfach nicht unbedingt gebraucht werden. Wie kann man die Kosten des Bürgergelds reduzieren? Wie kann man die Rente reformieren, um die auch wieder bezahlbar zu machen? Also ich hätte mir mehr eine Richtung Wirtschaftspapier, ähnlich von der FDP in den letzten Wochen ja noch dann rausgekommen ist, erhofft. Und jetzt sehe ich einfach, dass auf einmal ganz eng an die grüne Politik, ganz eng an die SPD-Politik sich hier Friedrich Merz ankuschelt und auf einmal riesen Geldmengen einfach aufgenommen werden. Ja, ich glaube, das ist einfach aktuell der falsche Weg. Ich weiß nicht, ob es eine Verhandlungstaktik ist. Ich bin nicht Teil dieser Verhandlungsgruppen. Aber jetzt von außen, wie ich das jetzt gerade betrachte, weil ich einfach keine Insights habe, ist das nicht der Friedrich Merz, den ich bisher kennengelernt habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt und habe noch ein bisschen Hoffnung, dass sich das irgendwie auflösen wird, weil das ist, glaube ich, eine Art der Politik, die Deutschland nicht voranbringt. Herr Thelen, in der Wirtschaft gibt es viele Probleme. Wir kommen jetzt einmal aus dem Bundestag von der Politik ein ganz bisschen weg. In Deutschland zum Beispiel gibt es einen enorm hohen Krankenstand. Auch das bemängeln Unternehmer immer wieder. Regelmäßig beschweren sich Wirtschaftsbosse darüber. Und bei Tesla in Grünheide, da droht nun krank gemeldeten Mitarbeitern mit einer Kürzung des Gehalts. Und man will auch, dass Diagnosen offengelegt werden. Also doch eine harsche Veränderung zu den Regeln, wie es sie bisher eigentlich übergreifend gab. Was sagen Sie denn dazu? Der richtige Schritt? Ja, das ist immer schwierig, da die richtige, sage ich mal, Waage zu finden. Nur wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei Volkswagen die Leute im Homeoffice arbeiten und einfach ja die Produkte nicht mehr die Innovationskraft haben, wir minus 30% Gewinn haben und so weiter, und dann schon darüber gejammert wird, dass man auf einmal wieder ins Büro kommen soll, was das denn soll, das ist dann auf jeden Fall falsch, sondern das muss auf jeden Fall geändert werden. So, muss ich jetzt als Tesla zum Beispiel noch härter durchgreifen und sagen, hey, wenn der Krankheitsstand so hoch ist, dann soll der Arbeitgeber bitte auch Einblicke haben in meinen Krankheitszustand. Das ist eine schwierige Frage. Aber insgesamt kann man einfach sagen, wir müssen endlich wieder anpacken. Deutschland hat diesen Pioniergeist, hat den Biss verloren. Gerade in den letzten Tagen kam auch eine andere Umfrage raus, dass irgendwie 3/4 der Leute einfach nur noch so irgendwie ins Büro gehen, eigentlich gar keinen Bock mehr haben, ganz viele innerhalb der nächsten Jahres wechseln wollen. Also wir brauchen wieder diese Aufbruchsstimmung. Wir haben ein starkes USA, wir haben ein starkes China, auch wenn das Systeme sind, die ich nicht ideal finde von der politischen Art und Weise, aber rein von der wirtschaftlichen Kraft her sind die sehr stark.
Was ist unsere Antwort? Wie kommen wir endlich wieder zu Biss und Wachstum in Deutschland? Und da ist durchaus die ein oder andere strenge Regel, der ein oder andere Push, der wird da wirklich benötigt, denn aktuell ist die Arbeitsmoral überhaupt nicht da, wo wir sie brauchen, um das Land wieder fit zu machen. Vielen Dank an Frank Thelen, Unternehmer und Investor. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Sehr gerne.